Stell dir vor, du könntest die tiefgreifendste Veränderung deines Lebens erleben. Alte Traumata lösen oder Blockaden sprengen und das alles, während du in deiner Lieblingsjogginghose auf deinem eigenen Sofa sitzt. Vielleicht denkst du jetzt, das klingt zu schön, um wahr zu sein. Hypnose muss man doch spüren. Der Therapeut muss mit mir im selben Raum sein. Wie soll das durch einen Monitor funktionieren? Diese Skepsis ist selbstverständlich, aber was, wenn ich dir sage, dass die moderne Wissenschaft und tausende erfolgreiche Sitzungen genau das Gegenteil beweisen? Was, wenn Online-Hypnose per Video nicht nur eine Notlösung ist, sondern in vielen Fällen sogar besser funktioniert als die klassische Sitzung vor Ort? Heute räumen wir mit den Zweifeln auf und ich zeige dir, warum die Entfernung für dein Unterbewusstsein absolut keine Rolle spielt. Moin und willkommen zurück. Ich bin Nils Musche, Hypnosetherapeut und Hypnoseausbilder und Experte für ursachenorientierte Hypnoseverfahren. In meiner Praxis und in unserer Ausbildung werde ich ständig gefragt, Steen, kann man das Simpson-Protokoll oder eine tiefe Regression, sprich richtige Hypnosetherapie wirklich online machen? Viele Klienten haben Angst, dass die Verbindung nicht tief genug ist oder dass sie stecken bleiben, wenn das Internet abbricht. In den letzten Jahren hat sich die Welt der Therapie radikal gewandelt. Wir haben heute Daten und Erfahrungen, die zeigen, dass Videosprechstunden in der Hypnose eine unglaubliche Kraft entfalten können. Heute schauen wir uns an, warum das so ist, was die Wissenschaft dazu sagt und wie wir die Technik nutzen, um maximale Sicherheit und Effektivität zu garantieren. Der erste Punkt, den wir verstehen müssen, ist die Natur der Hypnose selbst. Hypnose ist kein physikalischer Prozess, der eine räumliche Nähe erfordert. Es ist ein mentaler Prozess. Alles, was für eine erfolgreiche Hypnose nötig ist, sind zwei Dinge: deine Bereitschaft und meine Stimme. Und du musst eigentlich auch noch deinen Kopf zur Sitzung mitbringen. Das klappt aber meistens. Denn dein Unterbewusstsein unterscheidet nicht, ob meine Stimme aus einem Lautsprecher 2 Meter neben dir oder aus einem Kopfhörer direkt in deinem Ohr ankommt. Tatsächlich berichten viele Klienten, dass die Arbeit mit Kopfhörern die Intensität sogar steigert, weil störende Umgebungsgeräusche ausgeblendet werden und die Stimme des Therapeuten sich anfühlt, als wäre sie direkt im Kopf. Aber verlassen wir uns nicht nur auf Gefühle. Schauen wir uns doch mal die Wissenschaft an. Studien, unter anderem veröffentlicht auf der großen medizinischen Plattform wie Yameda und anderen Plattformen, belegen eindeutig die Wirksamkeit von Online-Therapie, steht der von Präsenzsitzungen in nichts nach. Ob es um Ängste, Gewichtsreduktion oder Raucherentwöhnung geht. Die Effektstärken sind vergleichbar. Das liegt daran, dass der wichtigste Faktor für den Erfolg nicht der Raum ist, sondern der Rapport, also die vertrauensvolle Verbindung zwischen dir und dem Therapeuten, zwischen dir und mir. Und dieser Rapport lässt sich über Video exzellent aufbauen. Ein riesiger Vorteil der Videohypnose ist ich nenne es liebevoll, den Heimvorteil. In einer Praxis ist alles fremd. Du musst parken, du sitzt in einem fremden Wartezimmer, du riechst eine fremde Umgebung. Das alles hält den kritischen Verstand oft aufmerksam und ich mag es ungern sagen, wach. Zu Hause dagegen bist du in deiner sicheren Burg. Dein Nervensystem ist bereits in einer Art Entspannungsmodus, weil es die Umgebung kennt. Du sitzt auf deinem eigenen Sessel. Dein Hund liegt vielleicht daneben und du weißt, dass du nach der Sitzung nicht erst noch eine Stunde durch den Stadtverkehr nach Hause fahren musst. Diese unmittelbare Entspannung nach der Hypnose hilft dabei, die Ergebnisse zu festigen. Kommen wir zum Thema Sicherheit, das viele besorgt. Was passiert, wenn das Internet ausfällt? Das ist die am häufigsten gestellte Frage und die Antwort ist ganz einfach: nichts Schlimmes. Und um ehrlich zu sein, in all den Jahren, wo ich das mache,
ist es erst ein einziges Mal passiert. Und wir setzen vor jeder Online-Sitzung einen klaren Sicherheitsrahmen. Ich gebe dir eine Suggestion für den Fall der Fälle. Ich sage dir, sollte die Verbindung abbrechen und du hörst meine Stimme für mehr als 30 Sekunden nicht mehr, wirst du ganz von allein sanft und sicher in deinem eigenen Tempo die Augen öffnen können, dich ausgeruht und erfrischt fühlen und einfach warten, bis wir uns neu verbinden. Du kannst in Hypnose nicht stecken bleiben. Das ist physiologisch unmöglich. Es ist wie beim Einschlafen vor dem Fernseher. Wenn der Fernseher ausgeht, wachst du entweder kurz auf oder du schläfst einfach normal weiter. Es besteht zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr. Technisch gesehen ist der Aufwand minimal. Ein stabiles WLAN, ein Tablet, ein Telefon oder Laptop mit Kamera und vielleicht ein Headset, was gar nicht notwendig ist. Wenn, dann ist das Headset natürlich wichtig, weil es eine intime Atmosphäre schafft und sicherstellt, dass du mich auch dann perfekt hörst, wenn du deinen Kopf während der Hypnose zur Seite neigst. Wenn du jetzt neugierig bist und wissen willst, wie so eine Online-Sitzung aussieht, dann habe ich ein besonderes Angebot für dich. In unserem kostenfreien Hypno-Campus findest du eine komplette Demo einer Hypnose per Video. Dort kannst du genau sehen, wie der Prozess abläuft und wie tief die Hypnose auch über die Distanz sein kann. Den Link findest du direkt in der Videobeschreibung oder als ersten fixierten Kommentar. Dort kannst du dich kostenfrei registrieren und reinschauen. Wenn du darüber hinaus den Wunsch hast, das Handwerk der Hypnose selbst professionell zu erlernen, egal ob vor Ort oder für deine eigene Online-Praxis, dann such bei Google einfach mal nach Hypnoschool Hypnose-Ausbildung. Dort lernst du alles, was du brauchst, um erfolgreich mit Menschen zu arbeiten. Zusammenfassend lässt sich sagen, die Barriere des Bildschirms existiert nur in unserem Kopf. Für dein Unterbewusstsein ist die räumliche Trennung irrelevant. Online-Hypnose bietet dir maximale Flexibilität und den Komfort deiner gewohnten Umgebung und eine wissenschaftlich belegte Wirksamkeit. Es ist der modernste Weg, um an sich zu arbeiten, ohne durch geografische Grenzen eingeschränkt zu sein. Hypnose ist ein Werkzeug voller Möglichkeiten, aber leider auch voller Missverständnisse. Viele Menschen trauen sich nicht an das Thema heran, weil sie Dinge glauben, die einfach nicht wahr sind. Damit du nicht mehr auf diese Mythen hereinfällst, schau dir einfach mal dieses Video hier an. In diesem Video decke ich auf, was wirklich dahinter steckt. Die 5 größten Lügen über Hypnose. Also jetzt hier klicken und wir sehen uns gleich wieder.